Kranmaha, Blut, Sprunki-Eater, See-Eater, seid ihr hier? Was machst du denn da in dem Pool? Ja, ich suche Sprunki-Eater, See-Eater, Blub und El Kranmaha. Die befinden sich doch nicht in so einem kleinen Babypool, die sind am See. Ja, aber wo ist denn hier ein See? Ich kann doch nur in diesem Pool suchen. Komm mit, wir werden jetzt mit unserer Drohne zu dem See fliegen und El Kranmaha, Blub, Sea-Eater und alle weiteren Monster suchen und finden. Und das Ganze über 40 Minuten lang. Schaltet auf gar keinen Fall ab, Leute, und schaut das Video bis zum Schluss. In diesem See sind Julia, Beast und Kraken zu Hause. Oh mein Gott, Freunde, wir müssen ein Stück zurück. Leute, die wohnen hier. Hier wohnen Julia, Beast und Kraken. Diese Seeungeheuer, diese Seemonster wohnen hier in dem See, wo wir uns gerade befinden. Hier steht aber noch was. Und zwar steht hier Füttern verboten. Und guckt euch mal Julia, the Beast an. So sieht Julia aus. Und Kraken, schaut dir mal Kraken an mit diesen Augen. Heftig, Freunde, Mann. Das bedeutet, Flexi, lass uns die Drohne starten und die hier beobachten. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Leute, in diesem See befinden sich Julia, Beast und Kraken. Was ist aber, Flexi, wenn sich in diesem See noch See-Eater befinden? El Kranmaha und Blub, Mann, alle 5. Ich wollte gerade sagen, sag mir jetzt nicht alle 5 in diesem See hier. In dem See hier. In dem See hier sollen alle 5 drin sein. Das kann doch nicht sein. In dem 5, wir müssen doch endlich mal die Drohne starten. Flexi ist verrückt, Mann, Leute. Der will sehr gefressen werden von den Seemonstern. Mann, starte die Drohne, ich komm nicht zurück. 3, 2, 1, Flexi, let's go. Komm raus, Flexi! Komm, Flexi, komm, schnell! Flexi, Mann, bist du verrückt, Freunde? Ihr seht das, die Drohne ist jetzt in der Luft, Mann. Flexi, lass uns nach Hause gehen, das sind wir viel sicherer als hier. Zu Hause ist sicherer als hier. Wir müssen doch alle Monster sehen, Mann. Guckt euch mal Flexi an, nach Hause, Cayman, nach Hause! Komm, auf geht's! Schaut euch mal an, wie groß der See ist, aber ihr habt Max und Luca gehört, Mann. Hier befinden sich angeblich Kraken und Julia, Beast, Mann. Ich weiß gar nicht mal, wie die aussehen. Bei Kraken kann ich es mir vorstellen, dass Kraken vielleicht aussieht wie ein Kraken. Oder ein Oktopus, sowas in die Richtung. Aber Julia Beast hört sich ein wie Schöne und das Biest, aber Julia und das Biest. Oder wie Julia Beautix. Den recht. kennt man doch auch, oder? Richtig, Julia Beautix, aber Julia Beast als Unterwasser-Seemonster? Ihr habt das Schild gesehen und das Schild hing dann im Geländer und es lügt nicht, Mann. Da stand dran, Warnung, Achtung. Wow! Da sind sie! 4 Stück! Da ist Julia Beast, die rote! Ihr habt es gesehen und da war noch Sea-Eater, da war El Kranmaha und Blub. Oh mein Gott, warte mal. 4 Stück haben wir jetzt alleine schon gesehen. Allein in dem See? Julia Beast, Ja? Sea-Eater, Ja? Blub und El Kranmaha. Auf jeden Fall aber nicht Kraken. Wo ist Kraken? Kraken fehlt noch, Freunde, Mann. Heftig. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, welche Seemonster wohnen noch in dem See? Aber ich sag dir was, Flexi, Mann. Ihr wisst ja, alles, diese großen Tiere sind sowas wie Fische, Wale, aber ein Oktopus ist so ein Fisch. Das ist kein Fisch, weißt du? Das ist ein Riesenunterschied. Das ist Der so. hat hunderte von Armen. Und die anderen, die schwimmen so und der Kraken macht zu. Vielleicht versteckt er sich, vielleicht hat er Angst, Freunde. Deshalb, vielleicht ist er unter Wasser, aber zum Glück sind wir ja mit der Drohne dort. Das heißt, wir können den ganzen See in Ruhe entspannt mit euch zusammen. Oh mein Gott! Ah, nee. Oh mein Gott. Das waren Äste oder Bäume. Ich dachte, es Die wären die Arme? Arme vom Kraken, Mann. Hast du mich gerade erschreckt? Mann? Ich Freunde, dachte Mann, wirklich. ich bin so blöd, Mann. Das waren ein Baum, ein umgefallener. Das waren die Wurzeln, aber nicht... Die Wurzeln können so aussehen wie die Arme vom Kraken. Aber Freunde, Mann. Leute, Julia, oh mein Gott. El Kranmaha. Godzilla. Und Kraken. Das sieht aus wie eine Schlange. Aber das war Kraken. Sicher, aber es hatte keine Arme. Warte sah mal. aus wie eine Seeschlange. Stopp, warum ist da Godzilla im Wasser? Weiß ich auch nicht, warum. Hä? War das echt Godzilla? Haben wir das richtig gesehen? Leute, lasst mal ein Like da, wenn wir das richtig gesehen haben, dass das Godzilla war. War das Godzilla oder war das Kraken? Vielleicht war es Kraken, vielleicht irren wir uns. Aber das letzte war auf jeden Fall eine Seeschlange. Weil das war so... Und ich frage mich eins, Flexi, ihr seht es ja selber, warum ist dieser See, was ist das da, was schwimmt da, warum ist der so voller Müll, was ist das? Ich weiß es, Mann. Siehst du, dieser See ist im Wald versteckt. Und das bedeutet, du siehst auch keine Menschen dort. Ja, du hast das recht. ist doch der perfekte Ort, um sich zu verstecken als Seemonster. Ich will trotzdem wissen, was da in dem Wasser ist. Freunde, ich fliege jetzt näher und ich drehe die Kamera nach unten, ihr seht es, Mann. Aber du darfst auf keinen Fall reinfliegen. Warte mal, was ist, wenn das Kraken ist? Das Ganze ist Kraken. Aber das bewegt sich nicht, oder? Das sind eher die Verstecke, oder? Die Drohne, ihr seht unsere Drohne direkt in der Mitte, das sind wir. Leute, lasst mal ein Like da, ihr seht es, wir sind gerade so knapp über dem Wasser mit der Drohne. Alter, da unten verstecken sich die Monster, Mann. Und da ist unsere Drohne, ich sehe sie live im Spiegel. Das sind doch die Fühler von dem Kraken, die Tentakeln. Bist du die dir Tentakeln sicher? vom Oktopus. Ja, aber die bewegen sich ja überhaupt nicht. Ihr wisst doch, was die Tentakeln sind. Natürlich. Die einzelnen- Pass auf, die Kämpfe! Wow, warte mal! Sea-Eater hat Julia Beast gegessen. Einfach so. Was geht Mit jetzt? einem Hub so. Warte mal. Bam.
Warte ganz kurz. Seeiter ist weg. Was ist das für ein verrückter See? Was ist das Warte für ein mal. verfluchter See? Die ganzen Seemonster treffen sich in diesem See, Ja. weil dort niemand sonst ist und dieser See versteckt ist und kämpfen dort. Das heißt aber, Sea-Eater hat Kraken gegessen, weil wir haben Kraken noch nicht gesehen bis jetzt. Dann hat auf jeden Fall Seeiter die erste Runde gewonnen. Aber okay, warum ist dann Sea-Eater nicht El Kanmar oder Blue? Ja, das kommt vielleicht Warum noch. nur Julia Beast? Deshalb Beast- bleibt auf jeden Fall dran. Wir wissen selbst nicht, was jetzt noch alles in diesem See passiert. Lasst ein Like da und wir sehen, was passiert. Du siehst den Schatten, Flexi, Mann. Ich mach mal Oh mein einen Pfeil Gott, hin, da! ihr seht den Schatten, Leute, Mann, wie krass ist Der das? ist riesig. Leute, da ist irgendein Monster drunter. Irgendein Monster muss Das da sein. bedeutet, die meisten sind jetzt gerade auch noch unter Wasser. Das bedeutet nicht nur, dass der See übertrieben groß ist, das bedeutet, es ist auch ein richtig tiefer See. Vermutlich der tiefste See in ganz Deutschland. Am besten ist, wenn wir bei Was Wir das nächste Mal den See mit Unterwasserkameras mal unter Wasser beobachten. Vielleicht machen wir das morgen. Schaltet morgen auf jeden Fall wieder ein bei Was Wir. Bei Was Wir, unserem anderen Kanal, lasst dafür auf jeden Fall ein Like. Oh mein Gott! Warte, das war wieder Julia Beast. Wo kommt die her? Und die Seeschlange ist... Ich check gar nichts mehr, Freunde. Ihr habt es gesehen, Leute. Ihr habt es doch gerade gesehen. Spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und wer noch? Blub, ne? Blub. Die tauchen immer wieder auf. Wie krass ist das denn? Ich sag wir dir können es eins. nicht wissen. Der Sea-Eater heißt zwar Sea-Eater, aber der isst die gar nicht. Der verschluckt die und dann spuckt er sie wieder aus. Kann Das kann natürlich sein. Der putzt die oder so. Oder dieser ganze See ist vom Seeiter ausgespuckt Guck mal, aber worden. du siehst es auch in der Mitte. Da ist Da irgendwie, muss was- da hast du was Weißes. Das sieht irgendwie aus wie El Gran Maha oder Giant Blue. ja, aber ihr Irgendeiner seht diesen davon. weißen Schaum und Schimmer und Schleim auf der Seeoberfläche. Mann, was Ich kann glaube, das das ist ausgespuckt. Verstehst du? Ja, natürlich Irgendwie von die dem- Spucke oder vom was? Maul ausgespuckt alles und deshalb dieser ganze Schleim. Zum Glück sind wir nicht da drin, Flex. sondern nur die Drohne Ja, fliegt ja. über dem See rum. Gänsehaut, so ekelhaft ist diese Vorstellung, dass diese Fische da irgendwie den Schleim Ist ausspucken. da ein Weg? Da ist doch ein Weg. Warte mal, da sind Leute, Kevin. Leute, da sind Menschen. Oh, die rennen! Natürlich rennen die. Die haben gerade auch wahrscheinlich die Monster gesehen. Warte mal, die rennen um ihr Leben, kann das sein? Bitte rennt schneller. Ihr Ich müsst folg da dir. weg. Keiner darf jetzt zu diesem Zeitpunkt an dem See sein. Rennt weg, rennt weg. Guck mal, Flexi, die zwei Mädels, Die rennen in den Wald. die hauen Ja, ab. sehr gut. Weg vom Wasser, so schnell es geht, weit weg vom Wir Wasser. sind zu Hause, aber was auch sicher ist, wahrscheinlich der Wald. Sie sind sicher, Mann, diese zwei Mädels sind sicher, Gott sei Dank, Freunde. Leute, ihr dürft jetzt zu 100% nicht an den See, auch nicht am Rand sein. Ihr dürft auch nicht abschalten. Bitte schaut das Video bis zum Ende und hey, Natürlich. tut uns einen Gefallen. Abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist komplett kostenlos. Was, Kevin und Flexi jetzt abonnieren? Aber natürlich sofort und ein Like da lassen. Okay, Flexi, wir wissen jetzt auf jeden Fall, es sind alle Seemonster hier drin, bis auf Kraken. Kraken haben wir noch nicht gesehen. Kraken haben wir noch nicht gesehen, sonst sind alle da und die zwei Menschen, die dort waren, sind weggerannt. Sicher ist sicher. Deshalb, oh mein Gott, Soll ich mal höher fliegen? Komm, ich flieg mal so hoch es geht, Freunde. Was haltet ihr davon? dass du mal den ganzen See auf der Drohne hast. Guck mal, hier steht's, wir sind jetzt bei 80 Meter, 85, Du gehst 90. Leute, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal auf 200-300 Meter hoch. Oh mein Und dann Gott. Gucken wir uns mal alles von oben an, oder? Du fliegst ja genauso hoch wie unsere Likes. Immer höher die Likes und immer höher die Drohne. Jetzt haben wir langsam den ganzen See drauf, Guck mal, oder? hier schon 180 Meter, Freunde. 180 Wow. Meter. Das schafft die Drohne? Locker, die schafft 500-600 Meter. Aber schau mal hier zum Beispiel, der See endet einfach am Waldrand. Was fällt dir noch auf, Flexi? Diese Sache in diesem Stopp, See. nein, das ist kein natürlicher See. Dieser See ist viereckig. Dieser See wurde angelegt. Das ist ein Laborium, ein Labor. In diesem See hast recht. werden irgendwie Fische Welcher gezüchtet. See hat denn bitte rechte Winkel mit so Viereckig. Ecken? Tak, 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 tak. Mann. Das ist ein Rechteck, schau Das kann dir. doch nicht sein. Das ist der ganze See. Ich sag dir eins, das ist bestimmt ein See von einem Labor in der Nähe. Und da werden vielleicht die ganzen Seemonster gezüchtet. Ich schau mich mal um. Leute, wir gucken jetzt mal in der Landschaft rum. Schaut mal, wie versteckt das Alter, ist. Flexi, da. Mitten im Wald. Guck mal. Industrie. Nein, Mann. Eine Das Fabrik. ist eine kleine Stadt und da werden die Monster gezüchtet. Natürlich, das sieht aus wie eine Fabrik. So ein Fabrikgelände. Ich sag dir eins, Mann. Wir sind hier irgendwie eingedrungen. Wir dürfen hier Da, gar schau nicht doch sein. mal die ganzen Solaranlagen Du hast und recht. Schornsteine wie eine Fabrik. Und dann kommt ein Wald. Und dann ganz hinten im Wald kommt dieser rechteckige See. Ihr seht ihn. Abgezäunt von der Menschheit, dass da keiner nachbekommen kann. Keiner kann feststellen, was da passiert. Deshalb waren auch, wie viele Menschen waren dort? 2 Stück und die sind sofort weggerannt. Sind weggerannt. Sonst keiner. Bei so einem Wetter sind da hunderte Der Menschen. eins Flexi, Mann. Das Keiner ist wahrscheinlich weiß von dem verboten. See. Doch, ich sag dir, wer es weiß. Max und Luca, die wissen auch von dem See, Mann. Zum Glück waren die dort und haben uns informiert darüber, Weißt du dass was? da die ganzen Seemonster sind. Vielleicht wollten die, dass wir abhauen. Ob
Ey, Und wir Leute, starten lasst die mal Drohne. alle ein Like da für Luca und Max, Mann, dass sie uns gewarnt haben. Aber wir starten die Drohne so verrückt, wie wir sind. Wir hätten gehen sollen wie Max und Luca, die sind Hey, abgehauen. es ist nicht schlimm, wenn wir die Drohne starten. Wir sind ja sicher. Wir sind hier. Wir sind zu Hause. Und ihr seid auch zu Hause und schaut unser Video und lasst ihr ein schaut Like das da. Video bis zum Ende. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Mann. Natürlich. Sag ich ja, Guck mal, Flexi, da ist keiner mehr. Siehst du diese kleine Ecke? Da fliegen wir jetzt mal hin, Freunde. Da ist irgendwie Ach, so, stimmt. so ein Weg ins Wasser. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist irgendwie außergewöhnlich. Normal alles gerade und rechteckig, aber da ist irgendeine Ecke. Und Das ist nicht Kraken, ganz genau, nicht Kraken. 2 Bäume, die da einfach ins Wasser gelegt wurden. Das ist ja auch, das macht doch keiner. Das hat irgendein Mensch gemacht. Das muss ein Mensch gemacht haben. Oder es war einer von den Monstern und die haben die Bäume abgerissen. Schau mal hier, das geht hier. Da stimmt, da ist so eine Einbuchtung, oder? Was ist da? Nichts, oder? Was ist da? Guck mal hier, Freunde. Ja, stimmt, kannst dich erinnern. Am Anfang des Videos standen wir hier und haben das Schild gesehen. Gucken wir mal, ob das Schild noch da ist, oder? Ja, natürlich. Leute, wir fliegen direkt ran mit euch und schauen, ob das Schild hier ist. Vielleicht ist das Schild ja noch... Da ist es doch, oder? Das ist das Schild, was wir am Anfang des Videos gesehen haben. Ihr könnt es sehen. Warnung, Julia Biest, Kraken und die wohnen hier in dem See. Ja, wir haben noch viel mehr gesehen als die beiden. Aber dieses Warnschild war eben, dass da Seemonster in dem ganzen See wohnen. Elkramaya, Sea Eater, Blue, alle waren da. Alle. Und nicht füttern. Man darf sie nicht füttern. Denkst du, ich fütter die nur freiwillig? Natürlich Die nicht. nehmen uns zum Essen, die essen uns Menschen. Eben, deshalb sind wir im Hauptquartier und die 2 Mädels sind weggerannt. Das war das Warnschild, ganz genau. hast recht. Und deshalb zum Glück hatten wir die Drohne dabei und sind damit in die Luft diese gegangen. 2 Mädchen, die weggerannt sind vorhin, die haben hier gesehen, dass dieses Schild steht. Die standen ja genau da, so wie die. Warte, da liegt jemand, da liegt jemand. Die sind wieder zurück. Jungs, ich dachte, ihr seid nach Hause gegangen. Was macht ihr noch hier? Die müssen doch aufpassen. Wir haben doch alles gesehen, was für Seemonster da drin wohnen in dem See. Ja, hallo, Max und Luca. Hi, wir sehen euch. Ja, was ist los? Die wollen uns irgendwas sagen, Freunde. Ihr dürft nicht abstellen. Plexi, die wollen uns irgendwas sagen. Die gehen jetzt wieder zu dem Schild zurück, oder? Rüber, okay? Gehen die zu dem Schild? Gehen dahin. Leute, Mann, die riskieren ihr Leben für uns. Was für Ehrenmänner! Das sind richtige Ehrenfans. Beste, Leute, ey. jeder, der zuschaut, Lasst lasst mal mal ein ein Like Like da bitte. für die 2 Warte mal, die Ehrenfans zeigen uns da. das. Genau, das kennen wir. Genau, ja. Genau. Alles klar. Was geht? Hey. Ja, da ist Julia Biest in dem See, das wissen wir. Genau in dem See, Ach, die wollen uns was sagen. Die wollen uns sagen, dass Julia Biest und Elkan Maha in diesem See sich befinden. Und wir sollen weiterfliegen. Ja, das machen wir natürlich. Ey, wir fliegen direkt weiter. Wir werden jetzt Kraken Wenn finden. die 2 das sagen, dann fliegen wir natürlich zu 100. Wow, rechts, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Biest, diese Schlange ist jeder Blub, Elkan Maha, jeder Godzilla sogar. Das waren gerade 6 Stück, oder? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr spult zurück, ihr zählt nochmal nach. Waren es 6 Stück? Es waren 6 Stück. Aber was Jetzt macht- Leute mal, der See ist nicht der größte der Welt. Wie passen da 6 Stück rein? Ich habe langsam die Erfahrung, dass es der tiefste Es See ist der Welt ist. tiefste See. Flexi, der geht bestimmt einen halben Kilometer runter. Wir können Er ja gar sieht nicht zwar so- klein aus, aber ich glaube, dass der echt mega tief ist. Dass ein Riese dort richtig Platz haben kann. Es ist verrückt, Mann, was geht ab? Und das Krasse ist, Max und Luca zeigen genau dahin, als hätten die es gewusst und gespürt, Die haben es jetzt alle geahnt, kommen. dass jetzt alle Wie krass kommen. ist das, so Mann? viele Seemonster in einem See. Geil, Julia Jungs. Biest, Seeschlange, Kraken, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, Flexi, wir fliegen jetzt noch ein letztes Mal mit euch an das andere Ende. Da haben wir nämlich vorhin diese Schlange gesehen und Godzilla. Hier war das genau. Vielleicht kommen die jetzt wieder, Leute. Ihr seid gespannt, wir sind gespannt. Lasst ein Like da. Ich sehe schon auf jeden Fall, selbst die Enten sind abgehauen. Da waren vorhin noch Enten, die haben da geplanscht, die sind jetzt auch weg. Alle sind weg, Flexi. Ich glaube ganz genau, ich wollte gerade sagen, Nur noch da ist wir. ja niemand mehr, nur noch nicht mal wir, nur noch unsere Drohne ist dort, sonst ist dort kein Mensch mehr. Wenn die Drohne abstürzt, dann ist es halt so. Aber wir sind sicher, uns kann nichts passieren. Das ist okay. Das stimmt. Ja. Natürlich. Die Aber Drohne- lieber die Drohne anstatt uns 2, oder? Ja, natürlich, deshalb sind wir ja sicher zu Hause und haben nur vor Ort die Drohne. Sicher ist sicher. Okay, hier seht ihr nochmal den Ast. Abgerissenen Baum, Baum, ja, ein Baum. Ja, richtiger das Baum. recht. 2 Bäume hat da irgendein Menschen reingeschmissen. Eater und Blub und Elkran Meier. Alle 3, deshalb sind wir wieder zurück an Land gegangen, dass wir 100%ig sicher sind. In diesem Tretboot war es einfach viel zu unsicher, viel zu wackelig auf dem Wasser. Und wenn dann der Sea-Eater kommt, ihr werdet es nachher noch sehen, wenn wir ihn hier treffen, dann wird er uns aufessen, Flexi, Mann. Der ist so groß, der ist größer, angeblich größer als alle beiden anderen Fische wie Blub und Elkan Meier. Und ihr wisst ja, wie groß Elkran Meier ist. Nein! Da ist der Sea-Eater! Das ist der! Ihr seht den Sea-Eater! Hier ist der Sea-Eater, Freunde, Mann! OMG, Flex, wie heftig ist es? Wir haben ihn live entdeckt! Hast du die Arme gesehen? Ey, und er ist wieder untergetaucht. Der läuft sozusagen durchs Wasser und sein Mund ist ein riesen
Was ist das? Wie so ein Tunnel. Ja, weiß ich nicht, irgendwie. Damit kann er alles aufessen. Er kann einfach Flexi, damit alles schlucken. Ich muss dir danken. Danke, Flexi, dass du gesagt hast, dass wir an Land gehen sollen. Ich wollte erst auf dem Tretboot die Drohne fliegen, aber Flexi hat gesagt, wir sollen auf Land gehen, Mann. Sicher ist sicher. Du hast gesehen, wie groß der ist. Der hätte uns mit dem Tretboot einfach verschlungen. Einfach geschluckt, gegessen. Das Krasse ist, in diesem See haben wir auch letztes Elkran Maya gesehen. Und jetzt ist hier auch noch Sea Eater. Und wir haben Blut gesehen dort. Ey, alle drei in diesem drei. See. Ich bin gespannt, was passiert, weil angeblich wird Sea Eater Bloop und Elkran Maya immer angreifen. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir fliegen mit euch jetzt den ganzen See ab und suchen Elkran Maya. Und da ist auch schon der Eingang des Sees, wo wir mit der Drohne jetzt durchfliegen. Und ihr könnt es sehen, der See ist übertrieben groß. Da kann sich Elkran Maya überall verstecken. Wir starten in 3, 2, 1, Abflug. Guckt es euch an. Oh mein Gott, der ist wirklich riesengroß, der See. Alles ist voller Wasser. Aber Wasser ist normalerweise blau und das Wasser hier ist giftgrün. Ja, warum denn wohl? Weil da Elkran Maya lebt und wohnt. Da ist Elkran Maya. Ihr könnt es sehen, wie groß ist Elkran Maya im ganzen See. Da ist er auf jeden Fall. Haben wir ihn jetzt schon mal gesehen. Und ihr seht es, diese Augen und diese Zähne. So ein großes Maul, der kann damit ja alles fressen. Aus diesem Grund lasst mal einen fetten Like da. Wir haben Elkran Maya im echten Leben gefunden. Mein Herz, ich habe damit niemals gerechnet, dass wir Elkran Maya so schnell finden. Und der ist untergetaucht. Wir müssen jetzt gucken, wann er wieder auftaucht. Und ich sehe da hinten irgendwas Weißes im Wasser. Das sieht auf jeden Fall komisch aus. Das passt gar nicht zu einem See, wenn da drin alles so komisch hinschwimmt. Schaut es euch an. Es ist nicht nur weiß, es ist sogar blau. Das ist giftig. Das ist Gift in dem Wasser. Hat das was mit Elkran Maya zu tun? Wenn ihr das denkt, dann lasst jetzt alle mal ein Like da. Das muss auf jeden Fall was mit Elkran Maya zu tun haben. Ihr könnt es ja sehen. Das ist nicht normal und da ist auch keine einzige Ente. Und es ist noch grüner gewesen als jetzt zum Beispiel dieser Teil. Warte mal, da vorne ist irgendwas. Stimmt, da ist was im Wasser, auf dem Wasser, auf dem Wasser. Ihr könnt es sehen. Oh mein Gott, das ist eine schwarze Ente. Oh mein Gott, Leute, wir haben echt auf dem See eine echte Ente gesehen. Aber die bewegt sich gar nicht. Wie, die bewegt sich Ihr nicht? könnt es sehen, die hat einen roten Schnabel und ist komplett schwarz. Flieg mal ein bisschen um sie herum und näher dran. Ich glaube, die ist aus Plastik. Das kann doch nicht sein. Willst du mir sagen, das ist keine echte Ente? Das ist doch keine echte Ente. Leute, spult zurück und schaut euch an. Das war auf jeden Fall keine echte Ente. Wieso setzt man denn auf dem See eine unechte Ente, eine Fake-Ente rein? Damit keine weiteren Enten auf das Wasser gehen. Oder weil Elkran Maya alle Enten schon gegessen hat? Das macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. Wir müssen mit euch zusammen weiterfliegen. Wir müssen Elkran Maya finden. Schau mal, was ist denn da? Ist Elkran Maya! Schon, wir gehen uns, Leute. Guck mal, was Elkran Maya da macht. Wie heftig ist das? Und er war ganz nah an dieser Ente dran. Okay, er ist wieder untergetaucht. Ihr habt es gesehen. Elkran Maya ist wieder in dem Wasser. Was hat denn bitte der davor in dem See? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier irgendwie eine Luftblase. Noch eine. Ihr könnt es sehen. Guckt euch mal, was da ist. Ich fliege da mal näher. Könnt ihr das erkennen? Und genau da war gerade eben noch Elkran Maya und neben ihm sind da 3 solche Luftdinger. 3 solche Fontänen, die Wasser nach oben spritzen. Was braucht denn ein See bitte so etwas, das Wasser nach oben spritzt? Da kommt doch das Regenwasser eh von oben runter. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur eins sagen, dass es ganz ungewöhnlich ist, dass man sowas in dem See sieht. Ich sag dir was, das hat auch damit zu tun, dass Elkran Maya in diesem See wohnt. Ich fliege weiter. Schaut mal, das ist eine Ente. Da ist eine Ente, die ist doch eh nicht echt. Doch, die ist echt. Was, das ist eine echte Ente? Schau mal, die ist echt. Die hat Angst. Die will eigentlich weg von dem Wasser, weil die weiß, dass Elkran Maya unter ihr ist. Ja, natürlich, aber jetzt haben wir endlich mal auch eine echte Ente gefunden. Nur mir fällt auf, es ist nur eine einzige. Eine einzige Ente auf dem gesamten See, das ergibt keinen Sinn. Eine echte Ente, eine unechte Ente auf dem ganzen See und ihr seht ja, wie groß der See ist. Und diese Ente hat wirklich Angst und da ist noch eine weitere Ente. Oh Gott, was ist das? Da sind Kabel, die ins Wasser führen. Bei dieser Fontäne. Schaut euch das mal an, das ist doch gruselig. Leute, was macht sowas denn bitte in einem See? Solche Kabel, die aus dem Wasser ragen. Vor allem, das ist Strom. Strom und Wasser ist keine gute Idee. Das will damit bedeuten, dass Elkran Maya da unten gefangen ist. Nein! Elkran Maya! Genau, wenn wir es sagen, kommt er auch noch. Wir dürfen gar nicht mal zu nah ans Wasser fliegen, weil es kann sein, er kommt hoch und schnappt sich unsere Drohne. Wir fliegen jetzt einfach mal hoch mit euch zusammen und gucken uns den See von oben an. Was hältst du davon? Ich verstehe eh nicht, was alles in diesem See ist. Unechte Ente, Kabel mit Strom, solche Wasserfontänen. Was hat das alles im See zu tun? Ich weiß es nicht. Ich
sehen nur eins, dass dieser See extrem groß ist und dass sich in diesem See El Gran Maya befindet. Und am Ufer sind auch überhaupt keine Menschen, als wie wenn die wüssten, dass genau dort, genau da El Gran Maya wohnt. Ich fliege am besten noch einmal zurück. Da ist er! Das ist El Gran Maya. Oh mein Gott, was macht er? El Gran Maya. Oh mein Gott, er ist untergetaucht! Leute, wir haben dank eurer Hilfe El Gran Maya in diesem Video hier gefunden. Lasst bitte ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, weil ich habe das Gefühl, dass wir auch noch unter Wasser gehen müssen. Wir werden auch unter Wasser tauchen mit unserer Drohne heute. Vergesst es nicht, wir tauchen nachher noch unter Wasser. Weil wir jagen El Gran Maya bis zum Schluss. Da könnte sich El Gran Maya super verstecken. In dem Schilf, in den Grashalmen gucken wir jetzt nach El Gran Maya. Ja, weil da kann man ihn nicht mehr sehen. Aber das ja nicht. Guck mal, wir hätten ihn schon längst gesehen, hätte er sich zwischen diesen Grashalmen versteckt. Es kann natürlich auch sein, dass er sich unter den Grashalmen versteckt. Da können wir ihn auf keinen Fall sehen. Wir fliegen jetzt noch 1-2 Minuten mit der Drohne überhalb des Wassers den ganzen See ab und danach tauchen wir mit unserer Drohne ins Wasser ein. Weil mir fällt gerade auf, dass El Gran Maya immer ganz spontan aus dem Wasser kommt. Es gibt hier keine Regel. Er kommt, er geht, er kommt, er geht. Weiterfliegen und abwarten. Das Glück ist auf unserer Seite und auf deiner Seite. Ich folge jetzt mal dem Stromkabel. Ihr seht, das Stromkabel führt an Land. Ja, wohin führen überhaupt diese Kabel? Die müssen ja irgendwo herkommen. Und vor allem, warum Strom im Wasser? Denkst du, ich kann da mein Handy laden im See? Ah, dein Handy laden? Ich weiß es nicht. Warum? Wir könnten mit der Drohne einfach landen und sie laden dort. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ihr seht es aber, da ist ein Kabel und es führt zu diesen Fontänen. Und es ist echt lang. Ich dachte, es wäre nur ein Stück vom Kabel, aber es sind ganz viele, ganz lange Kabel. Wir fliegen nochmal hoch mit euch, weil von oben hatten wir bisher die meisten Chancen, El Gran Maya zu sehen. Vielleicht sehen wir auch nur seinen Schatten, wie er durch den See schwimmt. Sehr gute Idee. Und ihr schaut auf jeden Fall zu. Ihr müsst aufpassen. Und wenn ihr El Gran Maya seht, dann lasst es uns gerne wissen. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was jetzt noch alles passiert. Aber das Gute ist, wir wissen, dass El Gran Maya dort ist. Nur, wir wissen nicht, was er vorhat. Da hinten ist irgendwas gerade ins Wasser geflogen. Ihr habt es gesehen. Leute, was ins Wasser geflogen? Zurück. Ich fliege näher. Guck mal da vorne. Siehst du das? Ja. Das sind Wellen. Aber woher soll es denn da? Kommt da noch was? Ihr habt es gesehen. Zweimal. Kommt es vom Himmel? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es von unten. Wie von unten? El Gran Maya holt Luft. Nein, irgendwas muss ins Wasser gefallen sein. Oder von unten hochgeschossen. Ja, aber woher denn? Ihr seht hier die ganzen Kreise auf dem Wasser. Da ist irgendwas passiert. Da ist weder ein Stück Land, noch sind da irgendwelche Menschen und El Gran Maya. Ah, da ist er! El Gran Maya. Jedes Mal, wenn du es sagst, ist El Gran Maya. Dann ich könnte sehen, was macht El Gran Maya da? Ich glaube, der hat uns jetzt gesehen. Ich glaube, der hat die Drohne ganz genau mit seinen 100 Augen angeschaut. Er weiß, dass wir den See überwachen mit der Drohne. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben euch. Zum Glück seid ihr noch da. Zum Glück schaut ihr das Video bis zum Ende. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt hoch und danach tauchen wir mit Vollgas in das Wasser ein. Ich hoffe aber nicht, dass in dem Moment, wenn wir ins Wasser gehen mit der Drohne, El Gran Maya kommt. Sonst gehen wir einfach mit der Drohne in sein Maul rein. Und das wäre schlecht. Ja, natürlich. Dann ist die Drohne im Magen von ihm. Und da hole ich sie nicht raus. Und das Video wäre vorbei. Dann hättet ihr nichts mehr zu gucken. Aber wir müssen schauen. Ich will unbedingt wissen, was passiert alles unter dem See. El Gran Maya, schon wieder. Oha, wärst du jetzt runtergeflogen, wäre die Drohne weg gewesen. Freunde, Mann, wir suchen jetzt noch einmal kurz den See ab. Irgendwo muss doch jetzt El Gran Maya hingegangen sein. Wir brauchen jetzt eine Stelle, wo er nicht ist, damit wir sehr, sehr gut reinfliegen können. Ich sehe ihn nicht. Er ist weg. Ich sehe nur überall diese blauen Flecken auf dem grünen, giftgrünen Wasser. Bist du dir sicher, dass er jetzt auch wirklich untergetaucht ist? Vielleicht ist er jetzt am Grund vom See. Mach dich bereit. Zieh deine Taucherbrille auf. Oh Freunde, macht euch bereit. Wir tauchen jetzt mit unserer Drohne in das Wasser und suchen unter Wasser El Jeder Gran will Maya. doch wissen, was da unten los ist. Was passiert da unten? 3, 2, 1, los geht's! Wir sind im Wasser! Wir sind unter Wasser, Leute! Wirklich? Wir sind wirklich unter Wasser mit der Ich Drohne. fühle mich auch irgendwie voll nass gerade. Okay, wir müssen jetzt El Gran Maya suchen. Ihr wisst es, El Gran Maya ist sehr groß. Wir werden ihn auf jeden Fall leicht finden. Ja, jetzt sind wir endlich da unten. Ich will wissen, was ist mit El Gran Maya unter dem See? Was macht der da hinten? Hey, schau mal da hinten, da liegt doch ein Lenkrad. Stimmt, Leute, seht ihr das? Wir Habt ihr fliegen da das mal hin. Lenkrad gesehen? Da ist ein Lenkrad im Wasser. Was macht denn bitte ein Lenkrad im Wasser? Schaut mal, was da auf dem Lenkrad steht. Da steht Lamborghini. Nein! Nein, wirklich Lamborghini! Das bedeutet, die Geschichte mit dem Menschen, der mit seinem Lamborghini ins Wasser gefahren ist echt? Das haben wir ja ganz am Anfang des Videos erwähnt, dass angeblich da ein Lamborghini in dem See ist. Wir müssen aber nach El Gran Maya Ausschau halten. Wir müssen El Gran Maya suchen. Das bedeutet aber, wenn das Lenkrad hier von dem Auto liegt, dann muss doch irgendwo das Auto liegen. Das Lenkrad kommt doch nicht alleine. Okay. Das muss das ganze Auto da sein. Wir suchen mit euch jetzt das Auto, Lamborghini und
Elkan Mayer. Da müssen wir zur Zeitung gehen, wenn die Geschichte wirklich wahr ist, dass in dem See ein ganzer echter Lamborghini ist. Okay, ich sehe, aber jetzt sind nur Steine. Siehst du irgendwas? Nein, ich sehe nichts. Wir müssen aber immer noch aufpassen. Elkan Maher kann um jede Ecke kommen. Warte, schau mal da hinten! Ich sehe auch was. Siehst du das? Ich sehe es, Leute. Wir schwimmen da mit euch hin. Guckt es euch mal an. Ich glaub's nicht! Da ist der Lamborghini. Ich glaube es nicht! Ihr seht es, da ist wirklich ein 100.000 € teures Auto in diesem See. Ist der wirklich echt? Der ist gelb und echt, ihr seht es. Das ist ein echter Lamborghini im See auf dem Grund. Die Geschichte mit dem Mann, der verzweifelt mit seinem Auto in den See gefahren ist echt. Weißt du, wie alt diese Geschichte ist? Das ist brutal, Leute, Mann. Und dieser Mann wurde vielleicht sogar von Elkan Mayer aufgegessen. Schaut mal, er hat keine Reifen mehr vorne. Die Fenster sind offen. Ja, wie krass ist das denn? Das ganze Auto ist einfach im See drin. Okay, das ist echt krass, Leute, dass wir jetzt nicht nur Elkan Mayer gesehen haben, sondern auch das Auto. Leute, ihr lasst alle mal ein Like da, weil dann werden wir irgendwann mal an den See gehen und den Lamborghini hochholen. Wir müssen aber jetzt nach Elkan Maher weitersuchen. Wir dürfen uns nicht auf dieses Auto fokussieren. Vielleicht hat ja was damit zu tun. Elkan Maher hat vielleicht dieses Auto gegessen. Elkan Mayer! Da ist er! Den riesen Elkan Maher unter Wasser. Das erste Mal, dass wir unter Wasser entdeckt haben. Wie cool ist das denn? Die Frage ist, wo ist er hingeschwommen? Irgendwo versteckt er sich hier hinter diesen Fischen. Das sind ganz kleine Fische. Okay, die beschützen ihn. Aber wo ist Elkan Maher hin? Ich kann ihn gar nicht mehr sehen. Ich sehe ihn auch nicht. Leute, seht ihr Elkan Mayer? Ihr seht, wie groß der See ist. Man kann nicht mal bis nach hinten schauen. Wir haben zum Glück euch. Zum Glück schaut ihr dieses Video bis jetzt. Falls du bis jetzt noch nicht abonniert hast, abonnier jetzt nochmal. Es ist komplett kostenlos. Einfach mal ein Abo da lassen bei Kevin und Flexi. Und wir gehen jetzt auf die Jagd nach Elkan Maher. Und wenn wir hier die 200.000 Aufrufe auf dieses Video schaffen, dann holen wir dieses Auto, diesen teuren Lamborghini aus Wir dem gehen See. an den See mit einem Kran und holen das Auto raus. Für euch, aber wenn Elkan Maher weg ist. Ich wollte gerade sagen, wir können ja nicht einfach in den See. Du weißt, wer da wohnt. Schau mal, was da ist. Was ist das denn? Das ist noch ein versunkenes Schiff. Das ist ein Schiff. Da ist ein versunkenes Schiff in dem See und ein Auto. Aber da sieht man mal, dass das Schiff noch mehr Jahre da unten drin ist. Du siehst es, ja, das ist richtig verrostetes Schiff. Und das Auto ist da seit einem Jahr oder so erst drin. Was ist denn da alles in dem See? Elkan Maher, ein Schiff, ein Lamborghini. Und vielleicht noch ein YouTube-Button, weil ihr abonniert habt. Oh mein Gott, was ist das? Ein Hai. Das ist ein Babyhai. Ein Babyhai ist da noch drin. Krass, aber was hat Elkan Maher bitte mit diesen ganzen Sachen in dem See vor? Okay, unsere Drohne, Mann. Nicht, dass ihr ihren Geist aufgebt. Nicht, dass wir jetzt die Batterie ausgeht. Oder sind wir vielleicht zu tief? Ich glaube, wir müssen ein Stückchen weiter hoch. Wir müssen wieder an die Wasseroberfläche. Du weißt, was das bedeutet, wenn die Drohne einfach auf dem Grund hängen bleibt. Sie ist verloren. Immer. Ich gehe da nicht runter, solange Elkan Maher da unten drin Ich gehe schwimmt. da auch nicht rein. Nicht wegen unserer Drohne. Für den Lamborghini, ja, aber nicht für die Drohne. Nein, aber jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir wieder was sehen. Da ist ein Rochen. Da ist ein Rochen, da sind noch andere kleine Fische. Okay. Die Frage ist, wo ist Elkan Maher hin? Der hat doch da unten bestimmt irgendwo ein Versteck. Wir suchen einfach den ganzen See jetzt ab, den ganzen Meeresboden. Irgendwo ist der, da bin ich mir zu 100%ig sicher. Okay, aber hier ist nichts. Hier sind nur irgendwelche Algen und Schilf. Steine wahrscheinlich auch, aber ihr seht es, wir sind wirklich ganz tief unten im See. Ich flieg mal weiter mit unserer Drohne, beziehungsweise ich schwimme mal weiter. Oh mein Gott, pass auf! Eine Höhle. Schau mal, wie eng das da ist. Nicht, dass du da irgendwo an der Wand hängen bleibst. Okay, wir schwimmen jetzt ganz vorsichtig durch diese zwei Spalten. Konzentrier dich. Die Drohne darf da auf keinen Fall gegen die Wand fliegen oder schwimmen. Geh in Tauchmodus. Ich bin jetzt im Tauchermodus und wir werden Elkan Maher schnappen und fangen. Da vorne geht's raus auf jeden Fall. Da wird's dann wieder etwas nicht so eng. Wir schwimmen da jetzt auf jeden Fall mit der Drohne raus. Oh Gott sei Dank, wir sind raus aus dieser engen Gasse. Aber du siehst, was das ist. Was ist das? Der Rumpf von Plane Eater. Echt, natürlich. Was, ein ganzes Flugzeug ist da auch noch drin. Es kann nicht sein, was alles in diesem See ist. Dieser See ist unheimlich. Oder einfach, der ganze Elkan Maher hat alles aufgegessen. Schaut es euch mal an. Das ist ein Geländer vom Schiff, oder? Das ist das versunkene Schiff. Sollen wir da rausschwimmen? Kannst du da durchfliegen mit der Drohne? Wir schwimmen da jetzt mit der Drohne durch, Mann. Da Und dann- bin ich jetzt mal gespannt, ob du da durchfliegen Ich muss kannst. aber wirklich aufpassen. Nicht, Pass dass wir auf! anstoßen. Knapp, das wird knapp, das wird knapp. Oh mein Gott, was ist ein Fisch? Da war einfach ein Riesenfisch. Habt ihr das gesehen? Elkan Maher! Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr könnt sehen, wie riesig dieser See ist. Und 100%ig ist dort Elkan Maher, Blub und Sprunki-Eater. Zum Glück haben wir uns an Land bewegt, weil hier können die uns nichts antun, denn die leben unter Wasser. Wir sind an Land zu 100%ig sicher, deshalb haben wir ja unsere Drohne gestartet. Und wir suchen jetzt Elkan Maher. Passt also auf, ihr wisst ja, wie groß der ist. Ich sehe aber bis jetzt noch niemanden. ich sehe Wasser und natürlich das Land, wo wir uns befinden. Aber wo ist Elkan Maher, Blub und Sprunki-Eater? Schau mal, da
da sind Leute auf dem Wasser. Wir müssen sie irgendwie warnen. Wissen die nicht, dass da riesige Monsterfische im See sind? Anscheinend nicht, Leute. Die sind in Gefahr und nur ihr da draußen könnt sie retten. Ihr müsst aufpassen. Hallo. Und du musst aber auch aufpassen, wie du mit der Drohne fliegst. Du darfst auf keinen Fall ins Wasser fliegen. Wenn wir ins Wasser fallen, ist unsere Drohne kaputt und das Video endet damit. Und wir sind hier an Land. Ich werde nicht ins Wasser gehen und die Drohne... Da ist El Kamaya. Oh mein Gott, da ist er wirklich und ihr seht jetzt, wie groß der ist. Habt ihr gesehen, wie groß El Kamaya ist? Es ist viel zu heftig. Wie groß ist denn der Fisch bitte und der in diesem kleinen See? Leute, Mann, das ist krass. Wir haben jetzt El Kamaya gefunden. Das bedeutet, da ist auch noch irgendwo Blut. Und Sprunki-Eater, alle drei sollen sich wirklich in diesem See befinden. Deshalb sind wir mit dem Boot ans Land gekommen. Ihr schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende und schaltet auf gar keinen Fall ab, Leute. Die Frage ist ja, wer ist denn überhaupt stärker? El Kamaya, Bloop oder Sprunki-Eater? Wer ist der stärkste von den beiden drei? Ich glaube ja, El Kamaya ist der stärkste, weil der ist auch der größte von allen. Ich sag Sprunki-Eater. Warum? Weil Sprunki-Eater, das Maul ist viel größer. Und ihr wisst ja, Sprunki-Eater ist gelb. Wenn ihr irgendwas Gelbes im Wasser seht, dann wisst ihr, dass es Sprunki-Eater ist. Natürlich, der ist gelb. Den müssen wir doch sofort erkennen in dem blauen Wasser. Wir suchen weiter, Leute. Es kann ja nicht weit weg sein. Bloop muss hier auch irgendwo in der Nähe sein. Deshalb fliegt bitte jeden Zipfel, jeden Winkel dieses Sees ab. Mit euch zusammen. Ihr passt auf, wir fliegen jetzt hier weiter. Und guck mal da vorne. Da ist keine einzige Person mehr im Wasser. Das ist ja ein richtiger Strand, sogar mit ganz vielen Autos. Und du siehst, alle Autos fahren weg, weil die wissen, dass es hier gefährlich ist. Die fahren weg, die rasen davon, die wollen unbedingt ans Land und weggehen. Weg vor El Kamaya, weg vor Bloop, weg vor Sprunki-Eater. Das ist Bloop. Oh nein! Ihr seht es, das ist Bloop. Die haben Bloop gefunden. Was macht der denn genau dort? Das bedeutet, Bloop und El Kamaya sind hier in dem See. Das heißt, es fehlt nur noch Sprunki-Eater. Leute, wir werden Sprunki-Eater auch noch finden. Schaut das Video bis zum Ende. Da ist ein Segelboot. Du siehst, du hast recht. Leute, seht ihr das? Ein einziges Segelboot auf dem ganzen See. Ein einziges. Mit diesem roten Segel und es fährt zurück an Land. Es flüchtet ebenfalls. Ja, aber er ist alleine. Er schafft es doch nicht. Ihr habt gesehen, wie groß die Fische sind. Wir müssen warnen. Da ist Sprunki-Eater. Da ist Sprunki-Eater. Oh mein Gott, und hast du nicht gesehen, das Segelboot ist genau in der Nähe. Es versucht abzuhauen. Es versucht zu flüchten vor allen drei. Das bedeutet, wir haben El Kamaya, Bloop und Sprunki-Eater entdeckt. Das Segelboot hat überhaupt keine Chance, wenn da Sprunki-Eater ist. Ihr habt gesehen, wie schnell Sprunki-Eater ist. Okay, wir müssen weiterfliegen, Mann. Leute, wir haben jetzt so viele schon gefunden. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen, dass wir jeden einzelnen beobachten. Die Frage ist nur, warum sind genau alle drei in diesem See? Was haben alle drei genau vor? Ich weiß es nicht. Wir wissen nur eins, dass es nur einen Gewinner gibt. Ah, du meinst, sie kämpfen gegeneinander und dann der Gewinner bekommt den ganzen See? Wahrscheinlich. Leute, die kämpfen hier um den See. El Kamaya, Bloop oder Sprunki-Eater. Ich bin so gespannt, wer wirklich gewinnt. Ihr werdet es am Ende des Videos sehen. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und lasst ein Like da. Wir werden weiterfliegen. Ich will unbedingt wissen, was die drei vorhaben. Es ist Bloop, El Kamaya und Sprunki-Eater. Und ihr seht, wie groß dieser See ist. Und wir haben nur einen kleinen Teil erst abgeflogen. Wir gehen weiter hoch und suchen, ob wir von oben noch mehr entdecken. Das Wichtigste ist, was haben die drei in dem See vor? Kämpfen die gegeneinander? Ich weiß es nicht. Oder sind die drei vielleicht ein Team? Ich bin gespannt, was passiert. Die drei könnten auch Freunde sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Das sind drei Rivalen, drei Endgegner. Drei verschiedene riesengroße Monsterfische. Und ihr seht es, hier ist keine Person mehr auf dem See. Alle haben es langsam kapiert, dass hier drei Monsterfische in dem See sind. Vorhin haben wir ganz kurz noch einen Segelfahrer gesehen. Aber jetzt muss der See komplett leer sein, weil alle wissen, dass diese Monsterfische genau unter dem See sind. Wir fliegen diesen ganzen See mit euch Schritt für Schritt ab, okay? Wir fliegen einfach weiter. Die Frage ist, wo sollen wir hinfliegen? Geradeaus, links oder rechts? Der See ist so groß. Wir fliegen einfach geradeaus. Damit haben wir die besten Chancen, El Kamaya, Bloop oder Sprunki-Eater zu finden. Das Gute ist, vielleicht wenn wir einen finden, finden wir auch die anderen, weil alle drei in der Nähe sind. Schaut euch mal an, wie groß dieser Berg ist. Das ist komplett riesengroß, dieser See, umhüllt von Bergen. Und genau da sind wir live mit euch zusammen an Land bei den Bergen und fliegen die Drohne für euch. Schau mal da, da ist ein Schatten. Da siehst du ja einen Schatten unter dem Wasser, unter dem Wasser. Ihr seht den Schatten, das Wasser ist einmal dunkel und einmal hell. Vielleicht sind die da, sollen wir da hinfliegen? Dann müssen wir da hinfliegen. Es könnte El Kamaya, es könnte Bloop oder Sprunki-Eater sein. Schaltet auf gar keinen Fall ab und schaut dieses
Video bitte bis zum Ende. Dann findet ihr auch heraus, wer von diesen 3 Fischen der stärkste ist. Ich glaube immer noch, dass El Gran Maha der stärkste von all den 3 ist. Und ich sag immer noch, es ist Spunky Eater, aber vielleicht kommt aus dem Nichts Bloop. Okay, wir fliegen weiter. Leute, da unten, seht ihr den Schatten? Da ist eindeutig ein Schatten. Das muss ein riesiger Fisch sein. Hoffentlich nicht ein Fisch, den wir überhaupt nicht kennen. Wir fliegen da mal hin, wir fliegen mal näher. Ich hoffe, da finden wir einen von den 3. Da in dem Wasser ist doch irgendwas. Und ihr könnt es immer noch erkennen, die Autos fliegen immer noch weg. Schaut mal, die Autos rasen davon. Sie haben Angst. Natürlich vor Bloop, El Gran Maha und Spunky Eater. Der See ist so groß, da könnten die sich überall verstecken. Die könnten sich links verstecken, rechts verstecken und oben und hinten. Da ist doch noch irgendwas auf dem Wasser. Konntet ihr das sehen? Da war was auf dem Wasser. Die letzten Surfer, die gerade das Wasser verlassen. Die müssen unbedingt an Land. Da, wo wir sind, an Land. Schaut es euch an. Links ist ein Surfer, rechts ist ein Surfer. Sie versuchen unbedingt an Land zu schwimmen, aber sie sind nicht schnell genug. Oh nein, der ist hingefallen. Ein Surfer ist ins Wasser gefallen. Was ist, wenn jetzt El Gran Maha kommt und ihn aufisst? Wollte er schnell an Land und ist hingefallen. Ich glaube es nicht. Wir müssten da hinfliegen und ihn retten. Wir müssen ihm irgendwie Bescheid geben, dass sich El Gran Maha im See befindet. Wenn du jetzt ins Wasser fällst, dann kommt Bloop und frisst dich auf. Ihr seht es, er versucht an Land zu schwimmen, so wie wir. Wir sind hier an Land, wir sind sicher, aber nicht dieser Surfer. Er muss schneller schwimmen. Schwimmen. Und da ist der nächste Surfer, der hingefallen ist ins Wasser. Aber das Gute ist, er ist kurz vor dem Land. Also ist er gerettet. Okay, das heißt, wir müssen uns keine Sorgen mehr um die Surfer machen. Die Surfer retten sich alle selbst. Alle, die im Mittelpunkt des Sees waren, sind jetzt sofort an Land gegangen und haben sich gerettet. Wir müssen jetzt nur noch Ausschau halten nach Spunky Eater, Bloop und El Gran Maha. Wer von denen der gefährlichste? Da sind sie! Oh mein Gott! Spunky Eater und El Gran Maha. Und fällt dir was auf? Spunky Eater ist gerade El Gran Maha hinterhergefolgt. Das bedeutet, El Gran Maha flüchtet vor Spunky Eater und Spunky Eater ist stärker. Hat El Gran Maha Angst vor Spunky Eater? Es scheint so, als würde Spunky Eater El Gran Maha etwas antun wollen. Dann hatte ich ja recht, wenn ich sage, Spunky Eater ist von den 3 der stärkste. Und ich bin davon ausgegangen, dass El Gran Maha der stärkste war. Dann würde doch El Gran Maha nicht davon fliehen. Okay, du hast komplett recht, aber was machen die 2 da? Wer gewinnt das Ganze? Die jagen sich und wir fliegen mit der Drohne hinterher und schauen mal, wer schneller ist. Ich bin schon so gespannt, wer diesen Kampf gewinnt. El Gran Maha oder Spunky Eater? Aber die Frage ist, wo sind sie hin? Die müssen irgendwo hier in dem See sein. Ihr könnt es ja sehen, wie groß der See ist. Der kann sich doch nicht einfach so verstecken. Natürlich, aber er könnte einfach abtauchen. Es kann sein, dass beide einfach abgetaucht sind und die Jagd unter Wasser weitergeht. Wir haben unsere Drohne in der Luft. Wir werden für euch den ganzen See absuchen. Leute, schaltet auf gar keinen Fall ab. Ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Jetzt schauen wir mal, was noch hier alles passiert auf dem See. Der See ist wirklich verrückt. Ich bin so froh, dass wir mit unserem kleinen Boot hier an Land gekommen sind, denn hier sind wir sicher. Ihr könnt es sehen, wir haben hier echtes Gras. Ja, wir sind hier wirklich sicher, weil wir wirklich an Land sind. Und zum Glück über den See nur unsere Drohne ist. Und wenn die Drohne abstürzt, dann ist das Video vorbei. Aber wir sind sicher und ihr da draußen seid sicher. Bitte, Leute, schaltet nicht ab. Pass auf, da gibt es wieder eine kleine, schmale Stück Enge von diesem ganzen See. Und ihr seht wieder einen riesengroßen Schatten. Ihr seht den Schatten, hier siehst du ihn. Ja, natürlich. Oh mein Der Gott, Schatten Leute. ist sogar fast an Land. Okay, das bedeutet, unter diesem Schatten ist wahrscheinlich El Gran Maha, Bloop oder Spunky Eater. Kann einer davon an Land gehen? Nein, die können nicht an Land gehen, oder? Beide, alle 3 müssen im Wasser bleiben. Wobei Spunky Eater hat Arme, der läuft immer übers Wasser. Was ist, wenn er an Land läuft? Ich glaube das nicht. Alle 3 Fische, es sind Fische, müssen irgendwie im Wasser bleiben. Normalerweise schwimmen Fische im Wasser, ja. Weil du weißt, wenn einer davon an Land kann, sind wir auch gefährdet. Dann habe ich Angst, weil wir sind zwar an Land, aber wenn einer von den Fischen an Land kann, dann sind wir hier. Oh mein Gott. Da müssen wir abhauen, Leute. Zum Glück haben wir euch. Zum Glück seid ihr noch da, Leute. Da unten ist was. Guck mal, da unten. Das ist eine Stadt. Nein, das ist hell. Das ist helles Wasser, das ist Sand. Da bei dem Strand. Da könnten sie an Land schwimmen. Natürlich, da könnte man doch als Spunky Eater mit seinen Armen oder Beinen einfach an Land laufen. Wir fliegen mal näher. Da sind auch noch Menschen im Wasser. Wir müssen sie irgendwie warnen. Wir müssen sie retten. Aber wir können sie gar nicht warnen, weil wir hier nur mit der Drohne sind. Dann müssten wir jetzt unser Versteck hier an Land aufgeben und die Menschen warnen. Wir bleiben erstmal hier, Leute. Aus sicherer Entfernung schauen wir erstmal zu, was sie hier vorhaben. Und ihr lasst alle mal ein Like da und schaut das Video bis zum Ende. Ich will immer noch wissen, wer der stärkste Monsterfisch ist. Ich glaube ja immer noch, dass es El Gran Maha ist und nicht Spunky Eater, wie du gesagt hast. Du hast aber gerade gesehen, dass Spunky Eater El Gran Maha verfolgt hat. Okay, das gibt Sinn, aber wir bleiben dran mit euch zusammen. Ihr schaltet auf gar keinen Fall ab. Ihr schaut das Video bis zum Schluss. Am besten ist, wenn du jetzt mal mit der Drohne ganz nach oben fliegst, damit wir den ganzen See im Blick haben. Ihr könnt es erkennen, hier sind irgendwelche Leute am Ufer, die campen und machen sich's gemütlich. Warum machen die das? Ich weiß es nicht. Wissen die nicht, dass da Monster im See sind? Aber vielleicht haben die auch einfach alles da gelassen und sind zu Fuß abgehauen. Schau dir das mal an. Die wohnen
wohnen da an dem Strandhäuschen und machen sich's gemütlich. Vielleicht ist das Haus auch leer und es ist alles verlassen, was ihr dort seht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie abgehauen sind. Ich glaube schon, weil ihr wisst doch alle, da ist Elkan Maha, Bloop und Sprunky Eater. Wir suchen weiter. Da, oh mein Gott, Sie sind hier! habt ihr das gesehen? Elkan Maha hat Sprunky Eater verfolgt. Die Rollen haben sich vertauscht. Anfangs wurde Sprunky Eater von Elkan Maha verfolgt und jetzt andersrum. Wieso ist das jetzt umgedreht? Das verstehe ich nicht. Wer ist jetzt der Stärkere? Ist doch Elkan Maha der Stärkere. Hat jetzt wie Sprunky Eater Angst auf einmal? Es kann sein, dass der Angst hat. Ich weiß es nicht. Warum muss jetzt Elkan Maha Sprunky Eater verfolgen? Und wo ist Bloop hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich Bloop richtig versteckt hat. Okay, wenn sich Bloop versteckt hat, dann bedeutet das, dass Elkan Maha auch ihn verfolgt. Dann müssen wir jetzt unbedingt mal mit der Drohne Bloop finden. Der ist jetzt wichtig. Wir suchen jetzt zusammen mit euch Bloop. Der muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Irgendwo ist der. Da bin ich mir zu 100% sicher. Da ist was im Wasser. Oh Mann, stimmt. Oh mein Gott, Leute, ein Boot. Da ist Bloop. Bloop ist Nein. gerade das Boot. Nein. Seht ihr, es ist live. Er hat das Boot gegessen. Das kann nicht wahr sein. Bloop hat soeben die Menschen aufgegessen. Wie kann das sein, dass Bloop sich versteckt hat und jetzt am Ende einfach das Boot aufgegessen Mir hat? wird ganz schlecht, wenn ich das sehe, was ich hier sehe. Der hat sich nicht an Land gerettet, so wie wir, sondern er war auf dem See und Bloop hat ihn auch... Wo ist das Boot? Wo ist das Boot, Leute? Ihr habt Ihr es seht gerade es. gesehen. Spult zurück, wenn ihr es nicht glaubt. Bloop hat gerade das Boot aufgegessen. Und ich hab's gesehen, nämlich das Boot war rot. Das war komplett rot und Bloop war blau. Und das Boot ist weg. Ich sehe kein rotes Boot mehr auf dem See. Was ist, wenn Bloop sich aus dem Kampf raushält? Bloop lässt Elkan Maha und Sprunky Eater gegeneinander kämpfen und Bloop macht nichts. Bloop bleibt einfach da und versucht alle Boote aufzuessen. Anscheinend, der hält sich raus. Vielleicht ist er ja ein Vegetarier. Dann ist es ja überhaupt kein Dreierkampf mehr, sondern nur noch ein Einzelkampf zwischen Sprunky Eater und Elkan Maha. Wir müssen die zwei unbedingt finden. Ich will wissen, wer gewinnt. Vor allem, was passiert dann mit dem See, wenn nach dem Kampf ist? Ich kann es dir nicht sagen. Wir müssen einfach mit euch da draußen weiterfliegen und gucken, was passiert. Deshalb, Leute, wir sind mit der Drohne genau noch über den See. Wir und ihr, Cameron und Flexi, sind an Land. Und ihr könnt es erkennen, keine Person ist jetzt mehr auf dem See. Alle wurden aufgegessen. Aber wo ist Elkan Maha, Sprunky? Vor allem, wo ist Bloop mit dem Boot gegessen? Die armen Leute, die auf dem Boot saßen, die tun mir richtig leid. Das hätten wir sein können. Wir saßen auf dem gleichen Boot am Anfang. Ganz genau, deshalb sind wir ja mit dem Boot zum Glück an Land gegangen und von an Land haben wir die Drohne gestartet. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da für unseren Einsatz, dass wir hier für euch fliegen. Aber du musst aufpassen, bevor die Drohne noch ins Wasser fällt. Ihr seht es, Leute, hier ist nochmal der ganze See, aber ich sehe gerade überhaupt niemanden mehr. Oh mein Gott, irgendwas passiert mit meiner Fernsteuerung. Wie bitte? Ich kann die Drohne nicht mehr steuern. Natürlich, du musst sie steuern. Du Nein. bist gerade überm Wasser. Ihr seht doch, was passiert. Ich kann sie nicht mehr steuern. Die Kamera wackelt hin und her. Du fliegst ja immer weiter zum Wasser. Du weißt, wer der ist. Elkan Maha, Sprunky und Bloop. Nein, wir stürzen ab. Pass doch auf!